Honigernte, Bienenkiste, dritter Versuch. Frische würde ich mal schätzen, 15 Grad heute Morgen, Mitte August. Wir haben extra so lange gewartet. Erst die Praxis, zeigen wir, wie es abläuft. Und am Ende sage ich ein paar Worte darüber, weil ich will das jetzt durchhaben. Ist ja eine Arbeit, die nicht alltäglich ist. Ich meine, so viel Erfahrung haben wir ja damit auch nicht. Also bleiben Sie dran. Am Ende sage ich ein paar Worte dazu. Bist du bereit? Jo. Gut, los. Warte. Ja. So, wie sieht der Deckel aus? Angebaut? Ein bisschen im Honigraum angebaut. Ich stelle mal auf Seite. Gar nicht mehr so viel los wie im letzten Jahr. Also rein hier in den Honigraum, rein damit mit dem Rauch. Ziemlich klein geworden, das Volk hier. Ist nur noch hier unten ein bisschen. Klar, ziemlich schwarze Waben. Weil die von der Bienenkiste vorgesehene Wabenhygiene habe ich dieses Jahr nicht gemacht. Aber das Ding ist rappelvoll. Und dieses weiße, diese helle Stellen hier oben, da ist der Honig drin, die müssen wir heute rausnehmen. Komm, volle Kanne rein in die Barbengassen da. Die hintere Klappe. Den Schnitt, die Honigwaben von den Brutwaben zu trennen, habe ich nicht gestern Abend gemacht. Das hat sich im letzten Jahr ja nicht als tauglich erwiesen. Deswegen mache ich das jetzt heute in einem durch. Trotz, dass wir wieder so spät sind, ein paar Brutwaben sehe ich im Honigraum. Da gehen eine Menge Bienen bei drauf. Die hintere Trägerleiste. Ich glaube, das Problem hatten wir im letzten Jahr auch. Kein richtiger Ansatzpunkt, um die rauszuholen. Das ist ja alles total verkittet. Geht doch. So, nochmal. Ordentlich Rauch. Aber raustreiben lassen die sich da nicht. Na gut. Dann muss der Feger ran. Du hast die rosa Kiste da hinten. Bin bereit. Das ist nur die erste, die ein bisschen schwer rausgeht. So, komm Junge, hier. Also da ist Honig drin, kann man sehen. Die waren fleißig. Heute dürfen die auch nicht brechen, es ist so kühl. Aber da war noch Brutnest drin. Man sieht, da ist noch klein bisschen Brut im Honigraum. Erstaunlich ruhig bis jetzt. Hier, wo das Brutnest war, ist noch leer. Ist dann schön, die Sonne geht auf, der Honig wird geerntet, da, wie gesagt, Brutnest, aber nicht mehr viel. Ich bin froh, dass ich so lange gewartet habe.
Da haben wir mal eine richtig gut gefüllte Honigwabe. Warum da jetzt so eine Ecke fehlt, mit dem Honigraum, ist mir unklar. Das ist relativ friedlich, da kann man mal ein paar Nahaufnahmen machen. Das ist die Randwabe hier. Lassen wir die drin? Nee. Auf der anderen Seite sieht man den Honig da drin. Die Brutwaben. Ist ja schon ziemlich schwarz, muss man ja fairerweise sagen. Da haben wir mal wieder was. Guck mal, hier im schönen Sonnenlicht. Der gelbe Saft. Nie seitlich, immer aufrecht oder hängend. Die ist so gut wie leer, die Randwabe. Auf der einen Seite ein klein bisschen, aber das ist nicht allzu viel. So Junge, jetzt bist du dran. Jetzt löst die mal. Guck mal, wie du die am besten löst. Musst du wahrscheinlich zur Seite schieben. Genau. Flach, nicht kippen. Hier unten. So gerade rausziehen. Genau. Wunderbar. Machst du ganz toll. Zeig mal die Wabe. Entweder stehend oder hängend, ja? So. Ah, da sieht man dich gar nicht. Und? Und hier auf der Seite ist auch nichts. Nee. Okay, dann stellen wir ab. Oh, abgerissen. Jo. Pass auf, dass er die anderen nicht umschmeißt. Genau. Pass auf die letzte da hinten. Ja, wunderbar. Einer umfällt, ist Domino. Ja. Also, vielleicht kann man jetzt etwas besser sehen, wo die Sonne rauskommt. Ist doch nicht so schwach, das Volk. Der Honigraum ist jetzt leer. Siehst du irgendwelche Weiselnäpfchen, die da irgendwo mal gewesen sind? Oder haben die längst wieder umgemodelt? Hier müssen wir nicht weiter was machen. Hier ist jetzt Schluss. Wir haben jetzt Platz, um die Ameisensäurebehandlung zu machen. Das, was wir hier noch an dem Deckel dran haben, das lasse ich und das kratzen wir nachher, irgendwann bei der Behandlung kratze ich das ab. Zumachen. Komm, geh. Also das Ganze wäre jetzt eine Sache gewesen, die ohne Kamera vielleicht ...15 Minuten gedauert hätte, mit ein wenig Erfahrung. So, jetzt haben wir die Honigwaben raus. Jetzt gilt es, die Bienen davon wegzukriegen. Die werden wir jetzt vor das Flugloch fegen. So stehen die jetzt hier. Also die Kiste wäre wahrscheinlich überflüssig gewesen. Braucht man nicht. Und da müssen wir jetzt die Bienen runterkriegen. Pass mal auf, fangen wir mit der ersten an. Nehmen die mal an. Und dann lässt du die hängen an einer Seite. Mit der einen Hand hältst du die fest, die Wabe. So, und dann gehst du zur Dings rüber hinten. Und dann kehrst du die ab. Kräftig mit einem, also mit möglichst wenig Stößen, so haben die mir gesagt. Ja, wunderbar. Auf ein paar kommt es nicht an, weil die kommen sowieso neu. Dann packst du die an einer Seite und lässt die runterhängen. Dann eine schöne Honigwabe. Und runter mit den Bienen. Der Honig ist für uns. Super hast du gemacht, Junge. Also bei der, wie gesagt, sieht man noch Brut, da ist gerade noch eine schlüpfende Biene drin.
Ja. Wir hatten noch eine Wabe, da war noch etwas mehr Brut drauf, aber prinzipiell nicht so viel, wie ich gedacht hatte. Also vor Mitte August, das habe ich jetzt 2 Jahre lang mitgemacht. Vor Mitte August macht das eigentlich keinen großen Sinn. So, jetzt stecken wir die meisten in die Kiste hier rein. Und dann bewegen wir uns erstmal von hier fern. Damit nicht mehr drauf kommen. Ja, Dass es hier Honig zurückzuholen gibt. deswegen macht man das ja am frühen Morgen, wo die anderen Völker noch nicht fliegen. So Junge, nächster Schritt, du nimmst dir jede einzelne Wabe, läufst damit ein bisschen rüber, da hinten an das Gras, tust die weitestgehend abfegen, gibst die mir und ich schneide die in die Eimer rein, ja? Moment, hier ist unser. Runterhängen lassen, ne? Genau, immer runterhängen lassen. Weitestgehend abfegen, so gut es eben geht. So, und ich versuche die, ja, und du nimmst die nächste. Hier ist keine Brut drauf, ein bisschen Pollen, aber ansonsten können wir die so, wie sie ist, nehmen. Komm, geh weg. Die ist schön. Ja. Zack. 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 Sieht gut aus. Zack. So, das Stückchen, wo ein bisschen Brut drauf ist, das schneide ich raus. Die wollen wir nicht mit dabei haben. Die so. Bis auf die wenigen Ausnahmen hier. Und los geht's. Tun wir die mal ein bisschen zusammenstauchen. Dann passt da noch was mehr rein. Kommen Bienen raus da. Sonst geht's in den Honig. Hier haben wir eine mit viel Brut. Die schneiden wir ebenso großzügig raus. Das ist das größte Stück, was wir am Brut hatten. Also das ist nicht ideal mit den ganzen Bienen da drin, das gefällt mir nicht. Nee, das ist auch nicht schön. Also ich muss dir ehrlich sagen, also das, ich hätte keine Ahnung gehabt jetzt auf die Schnelle, wie ich die Bienen von diesen ganzen Waben da hätte runterkriegen sollen. Dieses Zerschneiden und diese ganzen Bienen, die jetzt da in dem Honig schon rumschwimmen. Also das gefällt mir nicht sonderlich. So, und was jetzt noch kommt, wir legen diese ganzen Leisten, die da dran waren, hinten in den ehemaligen Honigraum, damit die Bienen das ausschlecken können. Da kriegst du hin, was? Guck mal, was sich hier mittlerweile getan hat. Wir müssen ja nur eine Klappe öffnen. Nur die hintere, ja. Nee. Mach mal hinten auf. Dann legst du die alle der Reihe nach da rein. So, diese ganzen Leisten müssen jetzt da hinten rein. Ich würde mal sagen, wenn du die quer legst, so, dann passen die. Sonst kriegst du den Deckel nicht zu, Tom. Du kriegst den, guck mal, der Deckel geht bis hier. Ah, okay. Legst du ein bisschen schräg. Genau, so. Die Bienen schlecken jetzt diese Leisten ab, holen den letzten Honig dabei raus. Und wenn das leer ist, geht's weiter. Klappe zu, Biene tot.
Also wo immer auch irgendwo Honig, auch der leiseste Funke von Honig oder Wachs liegt, Bienen. Und um mir die Sache hier bei diesen Eimern, zumindest bei denen, die noch leben, etwas einfacher zu machen, habe ich jetzt Bienenfluchten draufgelegt. Vielleicht habe ich da eine Chance mit, dass die rauskommen. Zumindest so, die meisten. Also ich denke mal, das haben wir ganz gut hinbekommen. Honigernte aus der Bienenkiste im Jahr 2014. Man hat ja jetzt ein bisschen Erfahrung damit gesammelt. Also so schlimm wie im letzten Jahr war das in diesem Jahr absolut nicht. Also ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit, wenn man ein paar Mal gemacht hat. Was ich auch festgestellt habe, also vor Mitte August brauche ich hier eigentlich an die Bienenkiste, an den Honig überhaupt nicht ran. Ich hätte mit Sicherheit wieder den halben Honigraum voller Brut gehabt. Also vor Mitte August absolut witzlos. Und wie man jetzt den Honig aus diesen Waben rauskriegt und ob man ihn rauskriegt, ob ich den da rauskriege, darüber gibt es einen anderen Film, demnächst, wenn ihr ihn zickern. Nochmal kurz als Hinweis, ich kriege immer wieder Fragen, was ist besser, Bienenkiste oder die konventionelle Imkerei. Ich mache noch einen Film drüber. Ich habe noch viel zu tun. Ja. Da sind noch ein paar Links von mir, da der Link zum Abonnieren, weiterempfehlen. Auf meinem Kanal gibt es Playlisten für Hühner, Enten, Kaninchen, Bienen, konventionelle Imkerei, Selbstversorgung, alles was das Herz begehrt. Alles, was das Leben interessanter macht. Weiterempfehlen, abonnieren. Bis dann. Tschüss. 4 Kilo vielleicht? Nichts, kein Anzeichen. Ich habe im Internet nachgesehen, es gibt ja eine Menge Krankheiten, die so Gänse befallen können. Aber keine davon ist mir aufgefallen. Also die hat weder irgendwie teilnahmslos in der Ecke gesessen, hat nichts gefressen. Ich weiß nicht. Es ist vollkommen unklar.